So, moin. Nochmal ein kleines Update. Bin jetzt bei 290 Kilometer ungefähr und es ist mega interessant. Also die Gruppe vom Anfang, vom Strand, die gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist komplett aufgesplittert. Es sind viele Leute recht schnell verletzt gewesen, die sich übernommen haben am Strand und dann mehrere Tage Pause brauchten. Interessanterweise waren es, also ich habe nur Männer gesehen, die sich übernommen hatten bzw. verletzt hatten. Weiß nicht, dass es dieses Challenge-Ding ist. Ich muss als erstes ankommen, schnell sein und so weiter. Also ich habe nicht eine einzige Frau gesehen, die jetzt irgendwie mit Beinen, Fußproblemen mehrere Tage jetzt eine Pause machen musste. Aber gut. Dieses Trail-Motto, Hike Your Own Trail, merkt man jetzt so in den, ja, ich sag mal von 100 bis 200 oder von 150 bis 250 Kilometer muss man sich damit auseinandersetzen. Weil die Beziehungen, die man am Anfang aufgebaut hat, die brechen einfach, weil entweder so wie ich möchte man jeden Kilometer laufen oder man hitcht, also trampt nach vorne, läuft dann noch. So, dann schaffen die Leute 60, 70 Kilometer am Tag. Das ist unmöglich, das zu wandern. Leute sind verletzt, müssen eine Auszeit nehmen. Das ist echt interessant, weil ja, Freundschaften will ich nicht sagen, aber diese Bindung, die man aufgebaut hat, die lösen sich dann. Also die muss man aufgeben und das ist zum Teil echt hart. Aber ich habe jetzt beim letzten Pausentag dann wieder neue Leute kennengelernt. So, dann muss man die wieder verlassen und ich glaube, das wird ein großes sich anfreunden und dann aber auch wieder Abschied nehmen in kurzen Zeitabständen. Ich bin mal echt gespannt, wie sich dieses Thema weiterentwickelt, auch wenn man Leute, die man am Anfang schon lieb gewonnen hat, später wieder trifft. Also die emotionale oder die Bindung zwischen den Menschen ist echt interessant, gerade jetzt am Anfang und wird es wahrscheinlich auch weiterhin bleiben. Mal schauen wir mal, wie das so weitergeht.
Moin. Die letzten 24 Stunden waren einfach der Oberknaller. Gestern sind wir angekommen in Gnuguru oder irgendwie so. Das ist ein kleines Dorf. Da muss man über einen Fluss übersetzen oder man geht einen Umweg. Und ja, bin da angekommen und ja, war irgendwie so ein James, macht so eine Überfahrt. Den natürlich nicht erwischt. Dann bin ich irgendwie zurück zu so einem Store. Da waren dann 2 andere Wanderer, die hatten ihn kontaktiert, aber auch nicht erreicht. Dann haben wir erstmal auf dem Hinterhof bei dem Kiwi da ein Zelt aufgeschlagen. Dann waren wir gerade fertig mit Zelt aufbauen, gerade ein bisschen zur Ruhe gekommen, ruf James an. So, Zelte wieder abgebaut, mit Stirnlampen. Dann sind wir noch 1,5 Kilometer mit den Rucksäcken, wie die Marines durchs Dorf gelaufen, rauf auf sein Motorboot, das ist wie so eine kleine Nussschale mit Motor dran, bei Regen, rübergesetzt auf eine Insel. Dann hat er uns eine Einweisung gegeben, wie das am nächsten Tag läuft, mit Flussüberquerung, hast du nicht gesehen. Ja, eine Karte gezeigt und ja, ihr müsst spätestens bis 6 Uhr morgens müsst ihr das Camp verlassen haben, sonst haut das nicht mehr hin mit den Gezeiten und so weiter und so fort. Oh, dann Camp verlassen, 7, 8 Kilometer gelaufen, dann im Fluss bis zum Becken rein ins Wasser. Dann habe ich eine Abkürzung genommen, bis zu den Knien, in Kuhscheiße versunken. Kuhscheiße ist mir sogar noch bis in die Schuhe rein. Nur noch so ein bisschen. So von den Schuhen und dann bin ich weiter gelaufen zu Rose and Hook oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. So wie ich war, haben die mich dann reingebeten in die Küche, Semmel warm gemacht. Dann habe ich da Honigsemmel gegessen, Apfel, Paprika haben die aufgeschnitten. Mit meinen Füßen bis zu den Knien in Kuhscheiße. Ich habe selber gerochen, das hat die nicht gejuckt. Dann hat mir Rose noch angeboten, mich überzusetzen über einen zweiten Fluss, weil da war der Wasserstand gerade so hoch, da wäre erst gegen Abend das wieder möglich gewesen, den zu überqueren. Hat die mich noch rüber gepaddelt mit ihren, keine Ahnung, 70. Ich durfte nicht paddeln, hat sie mich nicht rangelassen ans Paddel und es ist Wahnsinn. So, und jetzt hoffe ich, dass ich nochmal am Strand da, die letzten, weiß nicht, 6 Kilometer, 7 Kilometer oder was das noch sind, dahin komme. Also, boah, das war unglaublich, hammergeil. Ich stink wie Sau. Aber irgendwie, jetzt kommt die Sonne raus, es ist unglaublich geil.